remember the day when we started talking. We were kids and I knocked down all of your marbles, but you did not seem to mind at all. We took. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Micha? Micha dabei, wie immer. Genau, Freut sich. Freut sich, weil heute haben wir nämlich was ganz anderes. Heute haben wir einfach eine ganz normale, ja, was soll ich sagen, Wasserschale. Vor Freude habe ich gleich das ganze Wasser daneben gegossen. Eine Wasserschale gemacht und zwar selber innen drin und außen mit Serviettentechnik gepotscht. Und das gefällt uns gut. Sehr schön. Sieht echt gut aus. Ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und ich würde sagen, es geht los, oder Micha? Jawohl. Dann zeigen wir euch mal, was wir heute brauchen. Und das ist wirklich nicht viel. Hier habe ich die Basis. Ich habe mich für diese Schale entschieden. Ich finde die sehr, sehr schön, gerade für Blüten. Und ich habe gedacht, die pimpen wir heute ein bisschen auf. Und wenn ihr zum Beispiel alte Obstschalen habt in Glas oder kleine Glasschalen, sind das natürlich super, ist das eine super Basis für die Deko-Idee heute. Und ich habe diese Serviette gesehen und die fand ich sehr, sehr niedlich. Gerade mit den ganzen kleinen Blüten. Es geht langsam auf den Herbst hinzu und da habe ich gedacht, diese gedeckten, natürlichen, ja, würde mal Herbsttöne sind das schon fast mit diesem Braun, passt das natürlich sehr gut. Dann brauchen wir einmal hier dieses Pottschleim und ich habe noch so einen kleinen Topf Kreidefarbe in Weiß. Dann einmal einen Pinsel für Leim und für die Farbe. Und nicht zu vergessen, ich bringe das mal eben hier rüber. Das ist so ein Schleifschwamm, ganz, ganz fein. Ich glaube, der hat zwei verschiedene. Genau, zwei, einmal ein bisschen grober und hier ganz fein. Und das war es auch schon. Und es geht los. Und zwar nehmen wir eine Serviette und wir zeigen euch das mal. Ich werde jetzt alles andere hier unten, das ist ganz gut, weil die ist sehr kräftig. Obwohl ab und zu muss man mal gucken, ob da noch eine Lage unter ist. Aber ich glaube, das war's. Genau, die ist zweilagig. Und ich trenne jetzt hier die andere Lage von der anderen, die bedruckt ist. Das ist wirklich sehr unempfindlich hier, aber es sind viele Servietten, wo man wirklich ganz vorsichtig sein muss, damit die nicht kaputt reißen. Dann nehmen wir die Schale und ich drehe mir die jetzt einmal so um, genau mit der Öffnung nach unten. Und diese Serviette wird jetzt gleich so auf die Schale rum oder raufgelegt. Das heißt also praktisch, wenn wir die umdrehen, wir wollen nämlich gerne das Muster nachher auch nicht nur von außen, sondern auch von innen sichtbar haben. Und deswegen muss sie da umgedreht draufgelegt werden. Also Schale einmal umdrehen und jetzt nehmen wir unseren Pottschleim. Den mache ich mir in eine kleine Schale. Jetzt mache ich mir das hier in die Schale rein. Was ich vergessen hatte, die Frischhaltefolie. Ich mache mir hier einfach so ein Stück ab. Und genau, reiß mir das ab und knüll mir das jetzt hier so ein bisschen zusammen. Und dann nehme ich den Pinsel mit dem Pottschleim, mache mir richtig schön was da drauf und werde jetzt die Schale. Und es ist immer wichtig, ich finde das immer besser, wenn man das wirklich Schritt für Schritt macht. Ich werde jetzt hier oben einfach nur mal diesen runden Kreis, falls man das sieht, erstmal mit dem Leim bestreichen und dann wirklich stückweise die Serviette rauflegen. So, wenn ich das hier oben jetzt angeleimt habe, nehme ich jetzt die Serviette, lege mir die vorsichtig rauf und nehme jetzt meine Frischhaltefolie und streiche ganz vorsichtig rüber, damit die ganzen Blasen, könnt ihr jetzt super rausstreichen. Und jetzt kann man das sehen, hier vorne haben wir alles richtig, oder hier oben haben wir alles richtig schön
ran gemacht und jetzt gehe ich hier unter und mache jetzt hier wieder mein Leim ran. Leg die Serviette rauf, mache mit den Händen das vorsichtig schon mal vorab dran und gehe jetzt wieder mit der Frischhaltefolie vorsichtig und mache es nochmal richtig schön glatt. Und das mache ich jetzt komplett. So, und zum Ende nehme ich jetzt hier, guck mal, jetzt haben wir hier nur noch den Rand. Das heißt jetzt hier die Höhe und mache mir das hier auch nochmal richtig schön mit dem Leim wieder voll und gehe jetzt hier am Rand auch nochmal wieder hoch und mache das nochmal wieder stückweise hier auch in den Rand rein. I remember the day when we started talking, we were kids. Hier oben am Rand, da kommt die Serviette nicht komplett bis oben hin, weil die nicht groß genug war. Dann nehme ich mir jetzt einfach so ein Stück, habe mir das abgeschnitten vom anderen Ende und setze mir das jetzt hier einfach nochmal rauf, nehme den Leim und fixiere mir das hier auch ein bisschen fest. Und ich nehme jetzt vorsichtig den Föhn und werde jetzt hier ein bisschen nachhelfen, damit das Potsch etwas schneller trocknen kann. Ich habe das jetzt getrocknet mit dem Föhn und werde hier oben am Rand jetzt mit der Schere vorsichtig den Rest der Serviette abschneiden. Und jetzt nehme ich hier mein Schleifpapier und gehe vorsichtig um den Rand herum und werde mir jetzt hier noch so ein paar Reste ganz vorsichtig abmachen, damit wir den Rand so ein bisschen schöner hinbekommen. Und wenn ihr oben den Rand fertig habt, geht ihr nochmal mit dem Potschleim nochmal komplett über die ganze Schale einmal rüber. Zweite Schicht Potsch ist drauf und nochmal wieder mit dem Föhn ein bisschen nachhelfen und ich trockne es noch. Wieder schön luftgetrocknet mit dem Föhn. Und was mache ich jetzt? Ich nehme jetzt die Kreidefarbe, habe mir die richtig schön umgerührt und werde jetzt hier eine Schicht weiße Farbe komplett hier außen rundherum machen. Our bikes to the lake after school each day and skip many stones from the beach. And one thing you said was, listen, I will have your back. Oh. Richtig schön getrocknet. Ein bisschen mit dem Föhn geholfen, nochmal nachtrocknen lassen. Und ich drehe sie jetzt einfach mal um und guck mal. Sieht doch klasse aus, oder? Sehr schön. Finde ich auch. Also hier sieht man natürlich, wo ich gestückelt habe. Da habe ich einfach wahllos ein Stück reingemacht. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Was natürlich ein bisschen die Problematik ist bei dieser Schale, weil sie geht jetzt nachher oben nochmal nach innen. Und dadurch hat man, wie soll ich sagen, hier kleine Falten bekommen. Das sieht man innen drin vom Muster jetzt nicht. Das stört mich auch nicht. Aber es war natürlich oben am Rand ein bisschen dicker und schwieriger mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Schleifpapier vorsichtig abzumachen. Das war ein bisschen problematisch, finde das aber nicht schlimm. Ich habe jetzt mit der Kreidefarbe hier oben den Rand einfach nochmal weiß gemalt und ich finde, das sieht doch wirklich nach Handarbeit aus. Also ich finde das wirklich eine gute Sache und es gefällt mir gut, oder? Sehr schön. Können wir mehrere Schalen mitmachen. Genau. Also wie gesagt, ich habe vor Jahren mal gepotscht mit Holz, mit Bildern, auch mit meiner Tochter ganz viel. Aber das mit Lass, muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut. Macht wirklich Spaß und geht easy going, ganz schnell. Mit dem Föhn ganz schnell zu trocknen, ganz toll. Ich drehe sie jetzt wieder um, die Schale. Und die zweite Serviette für außen, da mache ich das wieder. Ich nehme ganz vorsichtig die andere Lage. Wie gesagt, die sind sehr rustikal, die Servietten. Also die sind echt perfekt. Da geht nichts kaputt, aber es gibt natürlich sehr viele Servietten, die haben mehrere Lagen. Da immer drauf achten, dass wirklich nur noch die bedruckte Lage da ist. Und jetzt geht's weiter. Und zwar habe ich jetzt die Schale umgedreht, hier einfach nur auf ein Glas rauf
Und ich mache das jetzt so wie eben gerade innen drin auch. Ich werde hier jetzt erstmal oben Stück für Stück, mache ich jetzt erstmal hier den Kreis, den Pottschleim rauf machen. Und dann können wir auch schon anfangen, mit der bedruckten Seite nach außen raufzulegen. Einfach gucken, dass es einigermaßen mittig ist. Und jetzt gehen wir wieder hier mit dem Zellophan, mit der Frischhaltefolie und machen uns das schön glatt und gucken, dass wir die Blasen, die Luft bzw. schön rauskriegen. Und das machen wir jetzt bis oben hin. Bei der zweiten Lage mache ich das jetzt so, dass ich hier mit dem Pottschleim ein bisschen in den Innenraum von der Schale reingehe und werde jetzt hier die Serviette so ein bisschen hineindrücken, und damit wir einen schöneren, guck mal, das ist ein schönerer Abschluss. Wie gesagt, hier ist es eben ein bisschen wegen der Falten, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und das mache ich jetzt hier komplett rundherum. Und wenn das angetrocknet ist, wie gesagt, wir waren da gerade wieder mit dem Föhn dran. Jetzt habe ich hier so eine ganz kleine Schere mir genommen und schneide mir jetzt den Rest hier innen drin von der Serviette ab. Und was man jetzt echt super machen kann, ist einfach mit der Hand nochmal hier so nacharbeiten. Und ich drücke mir das jetzt hier nochmal richtig schön ran. Und es ist ein toller Abschluss, oder? Ja. Ich hätte gar nicht das mit Weiß streichen müssen. Also wirklich, wenn man das so macht, einfach hier ein bisschen antrocknen, ein bisschen abschneiden, in den Innenraum drücken. Und das sieht wirklich fantastisch aus. Und den Übergang, ja, den kann man wirklich nicht mehr sehen. Und das mache ich jetzt einmal so rundherum. Den Rand haben wir richtig gut geschnitten. Und jetzt kommt die letzte Lage. Jetzt haben wir das restliche Pottschleim und machen das jetzt hier nochmal Endschliff. Einmal komplett rüber. Und fertig ist die Schale. War rucki zucki. Vor Jahren mal gemacht. Heute einfach mal auf Glas. Und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Ich finde das total schön, gerade mit Blüten. Ich habe das jetzt einfach mal voll gemacht, weil die Rosen hatten wir noch. Und man kann das super kombinieren, aber auch als Schmuckschale irgendwo hinzustellen oder zu Konfektkeksen, egal was. Ihr Lieben, und ich hoffe sehr, dass wir euch damit inspirieren konnten. Dann freuen wir uns über einen Daumen hoch, ein kostenloses Abo. Aktiviert die Glocke, bekommt ihr mal Info, wenn ein neues Video online ist. Guckt hier unten in der Videobeschreibung. Da ist der Link zu unserer Webseite, und wenn ihr mal Dekoartikel sucht, wir verlinken euch immer mit dem Thema zu den jeweiligen Dekoartikeln. Ihr Lieben, auf Instagram, Facebook, folgt uns mal, da sind auch immer wieder kleine Highlights, neue Fotos, und ja, schickt uns einfach mal Fotos in den Kommentaren, wenn ihr euch was wünscht. Gerade jetzt zum Herbst, da sind wir auch ein bisschen mit Dekorieren innen drin im Haus, und ja, vielleicht gibt es da Wünsche, freuen wir uns drauf. Also bis bald, eure Conny und Euer Micha, der Kameramann. Ganz genau. Tschüss. Tschüssi.